Willkommen an der HU. Wir als Allgemeine Studienberatung sagen herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Studienplatz. Mit dem Studium startet jetzt ein neues Kapitel für Sie. Klingt vielleicht ein bisschen feierlich, aber es stimmt. Viele von Ihnen werden zum ersten Mal komplett selbst für ihren Alltag verantwortlich sein. Das bedeutet mehr Freiheit und gleichzeitig mehr Eigenverantwortung. An einer großen Uni wie der Humboldt-Universität ist es an Ihnen, sich zu informieren und Ihre Angelegenheiten in die eigenen Hände zu nehmen. Ihre Eigeninitiative ist jetzt besonders gefragt. Das ist vielleicht manchmal anstrengend. Man kann es auch positiv sehen. Sie bauen soziale Kompetenz, Verantwortung und Durchsetzungsfähigkeit auf. Skills, die Sie im Leben wirklich weiterbringen. Damit Sie sich dabei gut aufgenommen fühlen, gibt es Beratungsstellen, Veranstaltungen und Unterstützungsangebote wie dieses hier. Wir geben Ihnen ein paar fachübergreifende Tipps zum Studienbeginn und unterstützen Sie dabei, sich im Unibetrieb zurechtzufinden. Also, legen wir los. Heute konzentrieren wir uns auf die Orientierung an der Universität, die nötigen To-Dos zur Semestervorbereitung und was Sie dafür brauchen und schließlich, welche Beratungs- und Unterstützungsangebote können Sie jetzt und später im Studienverlauf nutzen. Nach der Immatrikulation steht erstmal Technisches an, und zwar die Aktivierung Ihres persönlichen HU-Accounts. Damit bekommen Sie Zugang zu allen Diensten des Computer- und Medienservice der HU. Dafür brauchen Sie eine PIN-Nummer, die Ihnen das Immatrikulationsbüro per Post schickt. Wichtig, Ihre Adresse aus der Bewerbung muss dafür natürlich aktuell sein. Mit dem HU-Account können Sie sich in Agnes einloggen, das Portal Lehre und Prüfung online. Agnes wird Sie durch das ganze Studium begleiten. Übrigens, Agnes ist keine Abkürzung, sondern benannt nach der ersten Studentin der Berliner Universität, Agnes von Zahn-Harnack, die sich 1908 als erste Frau hier immatrikuliert hat. Was können Sie im Agnes-Portal alles machen? Das Vorlesungsverzeichnis durchstöbern und Lehrveranstaltungen auswählen, sich für Veranstaltungen anmelden und Ihren persönlichen Stundenplan erstellen, sich zu Prüfungen an- oder abmelden, Notenübersichten und Studienbescheinigungen abrufen, Infos zur Rückmeldung einsehen, also was nötig ist, um auch im folgenden Semester an der HU immatrikuliert zu bleiben und welchen Semesterbeitrag Sie überweisen müssen, und Ihre Adresse ändern. Das ist wichtig, damit das Immatrikulations- und das Prüfungsbüro Sie erreichen und bei Bedarf wichtige Unterlagen zuschicken können. Wozu ist der HU-Account noch gut? Damit bekommen Sie eine studentische E-Mail-Adresse, über die die Uni-Verwaltung, die Uni-Bibliothek und Lehrende mit Ihnen kommunizieren. Unser Tipp: Richten Sie eine Weiterleitung ein, wenn Sie normalerweise eine andere E-Mail-Adresse nutzen, so verpassen Sie nichts Wichtiges. Mit dem HU-Account erhalten Sie Zugang zu den Computerpools des CMS, können das WLAN der HU nutzen, sowie Moodle, die E-Learning- und Kommunikationsplattform, die viele Lehrveranstaltungen begleitend nutzen. Mehr Infos finden Sie direkt im Portal Agnes unter hu.berlin/Agnes. Der HU-Account ermöglicht es Ihnen auch, sich Ihre Campus-Card zu erstellen. Sie dient als Studierendenausweis, Mensakarte und Bibliotheksausweis für die Unibibliotheken und deren Zweigbibliotheken. So bekommen Sie Ihre Campus-Card. Loggen Sie sich mit Ihrem HU-Account in Agnes ein. Unter dem Menüpunkt Studierendenausweis finden Sie den QR-Code, mit dem Sie an einem der Campus-Card-Automaten Ihre Karte ausdrucken können. Mehr Details gibt's unter hu.berlin/Campuscard. Nach diesen technischen Dingen schauen wir uns an, wie Sie Ihren Platz innerhalb der Organisation der Humboldt-Universität finden. Allgemein gliedert sich die Universität in Fakultäten, die in Institute untergliedert sein können, und diese wiederum können aus einzelnen Seminaren oder Lehrbereichen bestehen. Eine Besonderheit: Einige Institute können auch als sogenannte Zentralinstitute für sich allein existieren, ohne einer Fakultät angegliedert zu sein. Konkret besteht die Humboldt-Universität aus 9 Fakultäten. Darunter gibt es 4 sogenannte Monofakultäten, also Fakultäten, die jeweils nur einer Fachrichtung entsprechen. Die Juristische Fakultät, die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, die Theologische Fakultät, in der evangelische Theologie gelehrt wird, und die Charité Universitätsmedizin Berlin, die einen Sonderfall darstellt, da sie als medizinische Fakultät gleichzeitig zur Humboldt-Universität und zur Freien Universität gehört. Dann gibt es noch die großen Fakultäten, die aus mehreren Instituten bestehen, nämlich die Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, die Lebenswissenschaftliche Fakultät, die Mathematisch-Naturwissenschaftliche, die Philosophische und die Sprach- und Literaturwissenschaftliche Fakultät. Außerdem gibt es 2 neuere Einrichtungen, das Berliner Institut für Islamische Theologie und das Institut für katholische Theologie. Beide haben den Status von Zentralinstituten. In diesen Beispielen werden die Institute aufgelistet, aus denen etwa die Lebenswissenschaftliche und die Philosophische Fakultät bestehen. Die Philosophische Fakultät beispielsweise besteht aktuell aus dem Institut für Philosophie,
jenem für Geschichtswissenschaften, für europäische Ethnologie und dem Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft. In der Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftlichen Fakultät sind auch viele der sogenannten kleinen Fächer versammelt. Hier kann man Institute finden, die noch weiter in Lehrbereiche untergliedert sind, wie in diesem Beispiel. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist zum Beispiel das Institut für Musikwissenschaft und für Medienwissenschaft untergliedert in den Bereich Musikwissenschaft und den Bereich Medienwissenschaft. Die Fakultäten und Institute mit ihren ganz eigenen Fachkulturen werden in den nächsten Jahren ihre akademische Heimat sein. Sie sind zuständig für die Organisation der Lehrveranstaltungen und Prüfungen. Auch die Prüfungsbüros sind an den Fakultäten bzw. Instituten angesiedelt. Nach dem erfolgreichen Studienabschluss verleihen die Fakultäten ihnen auch ihren akademischen Grad. Übrigens, das Vorlesungsverzeichnis ist entsprechend dieser Fakultäts- und Institutsstruktur organisiert. Die Struktureinheiten der Humboldt-Universität verteilen sich auf 2 Hauptstandorte, einen in Berlin-Mitte, wozu der Campus Nord und der Campus Mitte gehören, und den anderen im Südosten Berlins, in Adlershof. Der Campus Mitte liegt vor allem im Bereich rund um das Hauptgebäude unter den Linden und den Bahnhof Friedrichstraße. Im Umfeld des Hauptgebäudes finden Sie beispielsweise die Juristische und die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, aber auch die Theologische Fakultät und zahlreiche Institutsgebäude der Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftlichen Fakultät, der Sprach- und Literaturwissenschaftlichen sowie der Philosophischen Fakultät. Auch die Mensa Süd im Hauptgebäude und die zentrale Unibibliothek, das Grimm-Zentrum, finden Sie hier, sowie die kleineren Zweigbibliotheken der einzelnen Fakultäten. Der Campus Nord liegt 2 U-Bahn-Stationen nördlich vom Bahnhof Friedrichstraße, zwischen Naturkundemuseum und Charité-Hochhaus. Zum Campus Nord gehören das Institut für Asien- und Afrikawissenschaften sowie die beiden Zentralinstitute für islamische und für katholische Theologie. Vorrangig entwickelt sich der Campus Nord jedoch zu einem Zentrum der Lebenswissenschaften. Mit dem Theer-Institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaften, den Instituten für Biologie und für Sportwissenschaft und im Zusammenhang mit dem Naturkundemuseum und medizinischen Einrichtungen der Charité Universitätsmedizin. Auch die Zweigbibliothek und die Mensa Nord finden Sie hier, etwa 20 Gehminuten vom Campus Mitte entfernt. Alle anderen mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächer sind in Berlin-Adlershof konzentriert, etwa 10 Minuten vom S-Bahnhof entfernt. Hier ist seit fast 20 Jahren ein moderner, naturwissenschaftlicher Campus entstanden, umgeben von Forschungseinrichtungen und Technologiefirmen. Den Mittelpunkt bildet das Erwin-Schrödinger-Zentrum mit der Zweigbibliothek für Mathematik und Naturwissenschaften, Computerpools und Vorlesungssälen. Drumherum gruppieren sich die Institute für Physik, Chemie, Mathematik, Informatik und Geographie. Sie bilden zusammen die Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät. Hier ist außerdem das Institut für Psychologie zu finden, das allerdings zur Lebenswissenschaftlichen Fakultät gehört. Eine Übersicht der einzelnen Campus mit den Universitätsgebäuden finden Sie auf der Uni-Website unter Universität, Campus und Unileben. Wenn Sie dann auf einen der Campus gehen, finden Sie neben den wissenschaftlichen Einrichtungen auch Tipps zum studentischen Leben, Freizeit- und Kulturangebote, Cafés und Services der HU. Ihr erster Schritt ist in jedem Fall, verschaffen Sie sich Klarheit darüber, an welcher Fakultät, an welchem Institut oder Lehrbereich Sie studieren und wo diese liegen. Bei Kombinationsstudiengängen gilt das natürlich für beide Fächer. Erste Hinweise sollten Sie bereits mit Ihrer Immatrikulation bekommen haben. Falls nicht, können Sie zum Beispiel im Studienangebot auf die Studiengangsbeschreibung des Fachs gehen und unter Kontakt zum Institut nachsehen. Alle Fakultäten und Institute der HU finden Sie außerdem im HU-Einrichtungsfinder unter Universität, Organisation und Einrichtungen. Das geht zum Beispiel, indem Sie den Filter auf Forschung und Lehre setzen. Auf den Websites der Fakultäten bzw. Institute finden Sie neben den Adressen auch aktuelle Infos zum Studienbeginn und weitere wichtige Stellen wie beispielsweise das Prüfungsbüro. Sobald Sie wissen, wo sich Ihre Fakultät bzw. Ihr Institut befindet, sollten Sie sich mit der Studien- und Prüfungsordnung Ihres Fachs beschäftigen. Warum ist das wichtig? Sie bildet den rechtlichen und inhaltlichen Rahmen Ihres Studiums ab. Die Ordnungen werden im amtlichen Mitteilungsblatt der HU veröffentlicht und haben eine Nummer und eine Jahreszahl. Das ist wichtig, denn in der Regel haben Sie das Recht, Ihr Studium nach der Studien- und Prüfungsordnung zu beenden, die bei Ihrem Studienbeginn gültig war, es sei denn, Sie vereinbaren mit Ihrem Prüfungsbüro den Übertritt zu einer später erlassenen Ordnung. Man studiert also nicht nur einfach Geschichte, sondern Geschichte nach der Studien- und Prüfungsordnung von 2018. Gut zu wissen: Manchmal werden im Vorlesungsverzeichnis Lehrveranstaltungen direkt nach Studienordnungen sortiert aufgelistet. Daher sollten Sie wissen, welche Studienordnung bei Ihrem Studienbeginn gültig war. Das ist immer die aktuellste verfügbare,
zusammen mit eventuell später erlassenen Änderungsordnungen, in denen Anpassungen vorgenommen werden können. Also besorgen Sie sich zuallererst ein eigenes Exemplar und lesen Sie es sorgfältig durch. Für Kombi-Bachelor-Studierende gilt, Sie brauchen natürlich je eine Studienordnung für das Kernfach und eine für das Zweitfach. Wo finden Sie nun die Studien- und Prüfungsordnung? Zum einen auf den Seiten der Fakultäten bzw. Institute, zum anderen auf der HU-Website unter hu.berlin/SPO. Sie können auch im Menü unter Universität auf Organisation und Einrichtungen gehen und dort auf amtliche Mitteilungsblätter. Wählen Sie dort als Typ Studienordnung aus und geben Sie den Namen des Studiengangs ein. So werden Ihnen auch ältere Studien- und Prüfungsordnungen sowie die Änderungsordnungen angezeigt. Falls Sie auf Lehramt studieren, die Vorgaben für Ihr Studium mit Lehramtsoption finden Sie in den Studienordnungen Ihrer jeweiligen Fächer. Zusätzlich brauchen Sie die Studien- und Prüfungsordnung für die Studienanteile Bildungswissenschaften und Sprachbildung. Die dazugehörigen Lehrveranstaltungen finden Sie im Vorlesungsverzeichnis unter Zentrales Angebot für alle Lehramtsstudierenden. Ausnahme: Wenn Sie Bildung an Grundschulen studieren, sind alle Studienanteile bereits in der Studienordnung des Studiengangs enthalten. Infos dazu finden Sie auf der Seite der PSE, der Professional School of Education, die die Einrichtung für das Lehramtsstudium an der HU ist. In den Studien- und Prüfungsordnungen finden Sie alle Informationen über die Ziele des Studiums, den Aufbau und welche Module wann zu absolvieren sind, genaue Beschreibungen für jedes Modul und ihre Voraussetzungen, Angaben zu Prüfungen sowie damit verbundene Rechte und Pflichten und zuletzt empfohlene bzw. idealtypische Studienverlaufspläne, dazu später mehr. Schauen wir uns das Ganze mal genauer an. Was sind Module überhaupt? Es sind Studieneinheiten zu einer größeren Thematik, in denen verschiedene Lehrveranstaltungen zusammengefasst werden. Seminare, Übungen, Tutorien und andere Veranstaltungsformate. Jedes Modul wird in der Regel mit einer Modulabschlussprüfung abgeschlossen, im Unijargon MAP genannt. Während des Studiums sammeln Sie Noten aus den einzelnen Modulabschlussprüfungen. Am Ende schreiben Sie im Mono- bzw. Kernfach die Bachelorarbeit und aus diesen Teilnoten wird zum Studienabschluss die Endnote gebildet. Der Vorteil ist, es gibt keine alles entscheidende Prüfung am Studienende. Die Prüfungen begleiten Ihr Studium. Wichtig zu wissen, wird eine Modulabschlussprüfung auch nach 3 Wiederholungsversuchen nicht bestanden, ist das Studium in diesem Fach zu Ende. Die Prüfungsordnungen mancher Fächer sehen auch die Möglichkeit von mehr Wiederholungsprüfungen vor. Für eine Modulabschlussprüfung ist die Anmeldung erforderlich. Wie läuft das ab? Das Prüfungsbüro gibt die Prüfungszeiträume und Fristen für die Prüfungsanmeldung bekannt. Dann melden Sie sich in der Regel online über das Portal Agnes für die Prüfungen an denen Sie teilnehmen möchten. Es gibt übrigens kein zentrales Uni-Prüfungsbüro. Prüfungsbüros sind, wie schon gesagt, an den Fakultäten angesiedelt. Wenn Sie im Kombi-Bachelor studieren, können also auch 2 Prüfungsämter für Sie zuständig sein. Was macht das Prüfungsbüro? Es ist Ihr Ansprechpartner für alle verwaltungstechnischen Fragen rund um Prüfungen. Das heißt, es prüft, ob Sie alle Voraussetzungen für die Anmeldung zu einer Prüfung erfüllen. Es führt Prüfungsakten und erstellt Leistungsübersichten und stellt Modulabschlussbescheinigungen und zum Schluss die Abschlusszeugnisse aus. Für fachliche Fragen im Zusammenhang mit Prüfungen sind die Prüfungsausschüsse der Fakultäten oder Institute zuständig. Das betrifft insbesondere die Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen, die Sie eventuell außerhalb des Fachs oder der HU erbracht haben, zum Beispiel nach einem Hochschulwechsel oder einem Auslandssemester, und die Gewährung von Nachteilsausgleichen, also Sonderregelungen für Prüfungen wie Fristverlängerungen, besondere Hilfsmittel oder Prüfungsformen, falls Ihnen sonst etwa durch eine chronische Krankheit oder Beeinträchtigung oder auch aus familiären Gründen Nachteile in der Prüfung entstehen würden. Wer genau zuständig ist und wie die Antragstellung läuft, kann Ihnen in jedem Fall Ihr jeweiliges Prüfungsbüro mitteilen. Für jedes Modul finden Sie in der Studienordnung eine detaillierte Beschreibung. Dabei werden angegeben der Modulname, die Lern- und Qualifikationsziele, das heißt die behandelten Themenbereiche und die Kompetenzen, die Sie mit dem Modul erwerben, ob Sie Voraussetzungen für die Teilnahme erfüllen müssen. Für Basismodule ist das in der Regel nicht der Fall. Auch die Art der zugehörigen Lehrveranstaltungen finden Sie hier, also ob Sie Vorlesungen, Seminare, Übungen oder andere absolvieren müssen und in welchem zeitlichen Umfang, ausgedrückt in SWS, das heißt Semesterwochenstunden, und ob Sie dabei weitere Studienleistungen erbringen müssen. Außerdem sehen Sie hier die Dauer des Moduls, ob es sich über 1 oder 2 Semester erstreckt, ob es im Winter- oder Sommersemester angeboten wird, die Art der Modulabschlussprüfung und schließlich auch die Anzahl der vergebenen Leistungspunkte, auch Credit Points oder ECTS-Punkte genannt.
Wenn Sie die Modulabschlussprüfung bestanden haben, werden diese Leistungspunkte verbucht, sodass sie dann auch in Ihrer Leistungsübersicht im Agnes-Portal aufgeführt werden. Ein Leistungspunkt wird bemessen als Arbeitsleistung von etwa 25 bis 30 Stunden Zeitaufwand, der für die Vor- und Nachbereitung und den Besuch der Lehrveranstaltung selbst vergeben wird. Ein Bachelorabschluss umfasst in der Regel an der HU 180 Leistungspunkte. Schauen wir uns jetzt die generelle Struktur der Bachelorstudiengänge an der HU an. Bei Mono-Bachelor studieren Sie ein großes Fach im Umfang von 180 Leistungspunkten, kurz LP. Beim Kombi-Bachelor kombinieren Sie 2 Fächer. Im Kernfach erbringen Sie 120 LP, im Zweitfach 60 LP. Innerhalb der Bachelorstudiengänge gibt es Module unterschiedlicher Kategorien. Zunächst die Pflichtmodule. Die belegen alle Studierenden. Der Pflichtbereich umfasst auch ihre abschließende Bachelorarbeit. Beim Kombi-Bachelor wird diese in aller Regel im Kernfach geschrieben. Dann Module des fachlichen Wahlpflichtbereichs. Hier können Sie eigene Schwerpunkte in Ihrem Fach setzen. Und schließlich Module des überfachlichen Wahlpflichtbereichs, auch ÜWP genannt. Gut zu wissen, die Zweitfächer im Kombi-Bachelor bestehen vorrangig aus Pflichtmodulen. Einige haben aber auch einen fachlichen Wahlpflichtbereich. Der überfachliche Wahlpflichtbereich, kurz ÜWP genannt, kann einen Umfang von 10 bis 30 Leistungspunkten haben. Meist sind es 20. Den genauen Umfang finden Sie in der Studienordnung Ihres Mono- oder Kernfachs. Was gehört nun dazu? Manchmal sind Teile davon für praxisbezogene Lehrveranstaltungen des eigenen Fachs oder Praktika reserviert. In den meisten Fällen belegen Sie jedoch Module aus dem überfachlichen Angebot anderer Fächer oder sogenannter zentraler Einrichtungen der HU. Dafür gibt es eine eigene Rubrik im Vorlesungsverzeichnis in Agnes. Mit den zentralen Einrichtungen sind vor allem 2 gemeint. Zum einen das Sprachenzentrum der HU, zum anderen das Career Center. Das Career Center bietet praxisorientierte Kurse zur Stärkung der sogenannten Soft Skills an, also fachunabhängiger Fähigkeiten für die spätere Berufstätigkeit. Dazu gehören Sozial- und Methodenkompetenzen, Organisations- und Managementkompetenzen sowie Informations- und Medienkompetenzen einschließlich KI-Kompetenzen. Konkret sind das beispielsweise Kurse wie wirkungsvolles Auftreten, Eventmanagement, crossmedialer Journalismus, Social Media Management, Grundlagen betriebswirtschaftlicher Praxis, vielleicht ja für eine eigene Selbstständigkeit, oder Datenanalyse mit Statistikprogrammen. Darüber hinaus bietet das Career Center auch Kurse an, die Sie bei der Entwicklung individueller beruflicher Perspektiven unterstützen. Das mag gerade noch weit weg erscheinen. Gleichzeitig kann es sehr hilfreich sein, besonders bei Geisteswissenschaften, sich früh zu überlegen, wohin Ihr Studium beruflich führen könnte und welche weiteren Kompetenzen oder Praktika Sie interessieren und für das Berufsleben gut aufstellen könnten. Insgesamt ist der überfachliche Wahlpflichtbereich sehr flexibel gestaltet. Wann Sie im Laufe des Studiums die Leistungen im ÜWP erbringen, ist nicht vorgeschrieben. Sie können das nach Ihren Bedürfnissen und natürlich nach dem Angebot entscheiden. Für diejenigen, die mit Lehramtsoption studieren, sieht die Studienstruktur etwas anders aus. Hier gibt es meist keinen überfachlichen Wahlpflichtbereich. Dafür studieren Sie direkt für das Lehramt zugeschnittene Module aus den Bereichen Bildungswissenschaften und Sprachbildung. Für das Grundschullehramt studieren Sie sogar 3 Grundschulfächer, eines davon vertieft. Hinzu kommen eine fach- oder professionsbezogene Ergänzung, allgemeine Grundschulpädagogik sowie Bildungswissenschaften und Sprachbildung. Kehren wir jetzt wieder zur Studienordnung zurück. In den Studienordnungen finden Sie, meist unter den Modulbeschreibungen, empfohlene idealtypische Studienverlaufspläne. Wofür sind die gut? Sie dienen als Orientierungshilfe bei der Zusammenstellung Ihres Stundenplans. Wichtig, sie sind nicht verbindlich, sondern haben empfehlenden Charakter und sind nach der Regelstudienzeit von 6 Semestern ausgerichtet. Die Regelstudienzeit ist übrigens auch der Standardzeitraum für eine mögliche BAföG-Förderung. Wichtig zu wissen, wenn Sie die Regelstudienzeit überschreiten, führt das nicht automatisch zur Exmatrikulation. Im idealtypischen Studienverlaufsplan steht unter anderem, welche Module Sie im ersten Semester absolvieren sollten. Falls Sie im Teilzeitstudium eingeschrieben sind oder es beim Kombi-Bachelor Überschneidungen bei Lehrveranstaltungen des Kern- und Zweitfachs gibt, können Sie der Studienverlaufsempfehlung nur bedingt folgen. Dann hilft es, wenn Sie in den Modulbeschreibungen nach dem jeweiligen Abschnitt fachliche Voraussetzungen für die Teilnahme schauen. Es sind alle Module für Sie zugänglich, in denen es keine oder nur empfohlene Teilnahmevoraussetzungen gibt. Wenn Sie sich also Ihre Studien- und Prüfungsordnung angesehen haben, dann sollten Sie sich als nächstes mit dem Vorlesungsverzeichnis beschäftigen. Das finden Sie ausschließlich online, und zwar unter hu.berlin/agnes. Am besten loggen Sie sich dann erst einmal mit Ihrem HU-Account in das Portal ein, um sich dann auch direkt schon Ihren Stundenplan vorbereiten zu können. Wenn Sie auf Vorlesungsverzeichnis gehen, öffnet sich ein Verzeichnisbaum,
indem Sie nacheinander Ihr Institut, Ihr Fach und schließlich Ihren Studiengang aussuchen können. Dort werden Ihnen die im kommenden Semester angebotenen Lehrveranstaltungen angezeigt. Im Vorlesungsverzeichnis bekommen Sie alle wichtigen Informationen, zu welchem Modul die Lehrveranstaltung gehört, wer die Lehrperson ist, wann und wo die Lehrveranstaltung stattfindet, in welchem Format, also online oder in Präsenz, und ob man sich dafür online anmelden muss. Wenn eine Online-Anmeldung nicht möglich ist und auch kein Link zu einem Moodle-Kurs angegeben ist, genügt es in der Regel, zur ersten Lehrveranstaltung anwesend zu sein. Wenn Sie lieber eine größere Übersicht über die angebotenen Lehrveranstaltungen hätten, statt sich durch die einzelnen Zweige des Strukturbaums durchzuklicken, nutzen Sie gern das kommentierte Vorlesungsverzeichnis. Dieses finden Sie als PDF-Datei, wenn Sie auf das I-Symbol vor dem Fakultäts- oder Institutsnamen gehen. Hier können Sie Erläuterungen zu Inhalt und Methodik fortlaufend lesen. Das erleichtert die Auswahl, wenn Sie Wahlmöglichkeiten haben. Falls die Lehrveranstaltungen nicht nach Modulen gegliedert angezeigt werden, können Sie im kommentierten Vorlesungsverzeichnis auch schnell erkennen, zu welchem Modul eine Lehrveranstaltung gehört. Nun können Sie sich die Lehrveranstaltungen aussuchen, die zu den Modulen gehören, die im idealtypischen Studienverlaufsplan der Studienordnung empfohlen werden. Es ist nicht so, dass für jedes Modul genau eine Vorlesung, ein Seminar, ein Tutorium angeboten wird. Ein gutes Studium macht ja gerade aus, dass es ein breites Lehrangebot gibt und Sie eigenen Interessen folgen können. Hier haben Sie also die Wahl. Wenn für ein Modul im Vorlesungsverzeichnis eine Vielzahl von Lehrveranstaltungen angeboten wird, schauen Sie wieder in Ihre Studienordnung. Dort können Sie an der entsprechenden Modulbeschreibung erkennen, welche Lehrveranstaltungsarten mit welchem zeitlichen Umfang Sie belegen müssen, um zur Modulabschlussprüfung zugelassen zu werden. Ansonsten können Sie nach zeitlichen und inhaltlichen Kriterien selbst entscheiden. Falls es mehrere parallele Gruppen gibt, müssen Sie zwar nur an einer Gruppe teilnehmen, es ist jedoch empfehlenswert, sich zunächst für mehrere anzumelden und bei der Online-Anmeldung Prioritäten anzugeben, damit Sie am Ende mit größerer Sicherheit einen Platz bekommen. Noch ein Tipp: Wenn Sie sich zuvor in Agnes eingeloggt haben, können Sie Lehrveranstaltungen über den Button Ausgewähltes Vormerken für die Übernahme in Ihren persönlichen Stundenplan markieren. Hier sollten wir auch noch kurz auf akademische Zeitangaben eingehen. Diese werden Ihnen auch bei anderen Veranstaltungen im universitären Bereich begegnen. Die Angabe im Vorlesungsverzeichnis Montag 10 bis 12 wöchentlich bedeutet, es handelt sich um eine Doppelstunde Lehre pro Woche im Semester. Das sind 2 mal 45 Minuten, gleichbedeutend mit 2 Semesterwochenstunden, kurz SWS. Bei einer Zeitangabe wie 10 bis 12 können Sie davon ausgehen, dass es sich um eine sogenannte CT-Angabe handelt, also eine Angabe nach Universitätszeit. CT ist die lateinische Abkürzung von cum tempore, mit Zeit. Das bedeutet, das sogenannte akademische Viertel ist eingeplant. Die Veranstaltung beginnt also tatsächlich erst um 10:15 Uhr und endet um 11:45 Uhr. Wenn eine Veranstaltung hingegen wirklich pünktlich um 10 Uhr starten soll, würde die Angabe 10 Uhr ST erscheinen. ST steht für Sine Tempore, ohne Zeit. Wenn nichts Besonderes vermerkt ist, können Sie im universitären Bereich mit dem akademischen Viertel rechnen, also mit CT-Angaben. Ein weiterer Begriff, der Ihnen begegnen wird, Dies. Das ist eine Abkürzung für Dies Academicus, lateinisch für akademischer Tag. Es handelt sich um einen akademischen Feiertag, meist der erste Montag in der Vorlesungszeit, der besonderen universitären Veranstaltung vorbehalten ist. Damit alle Universitätsangehörigen daran teilnehmen können, finden an diesem Tag keine regulären Lehrveranstaltungen statt. Alle Lehrveranstaltungen, die normalerweise an diesem Tag beginnen würden, starten erst eine Woche später. Wie können Sie sich nun konkret auf Ihr Studium vorbereiten? Dazu gehört natürlich vor allem Ihr Stundenplan. So erstellen Sie ihn. Machen Sie sich zuerst, wie gesagt, mit Ihrer Studienordnung, dem empfohlenen Studienverlaufsplan und den Modulbeschreibungen darin vertraut und schließlich mit dem Vorlesungsverzeichnis. Ordnen Sie für sich diese Informationen und setzen Sie für die Veranstaltungstermine Prioritäten, falls es zu zeitlichen Überschneidungen kommt. Und das kann in Kombinationsstudiengängen durchaus passieren. Dann können Sie sich dafür anmelden. In Agnes gibt es unter Hilfe eine Anleitung dazu. Als Faustregel bei der Anmeldung gilt: Zunächst sind verpflichtende Grundlagenmodule wichtig. Die sind nämlich oft Voraussetzung für den Besuch weiterführender Veranstaltungen. Veranstaltungen des Bachelor-Kernfachs haben Priorität gegenüber denen des Zweitfachs. Wichtig: Picken Sie sich nicht einzelne Lehrveranstaltungen aus unterschiedlichen Modulen heraus, also zum Beispiel erstmal nur Vorlesungen. Denn die unterschiedlichen Lehrveranstaltungsformen eines Moduls sind inhaltlich aufeinander abgestimmt. Deshalb ist es empfehlenswert, alle Veranstaltungen zu belegen, die zu einem Modul gehören. So können Sie am Semesterende dann auch zur Modulabschlussprüfung zugelassen werden und im Studium vorankommen. Wie viel muss oder kann ich pro Semester belegen, wenn ich in Vollzeit studiere?
Im Bachelor sind 180 Leistungspunkte zu erwerben, verteilt auf 6 Semester Regelstudienzeit. Daraus ergibt sich ein Richtwert von 30 Leistungspunkten pro Semester für die Anzahl der Module, die Sie belegen sollten. Im Kombi-Bachelor bedeutet das in der Regel 20 Leistungspunkte für das Kernfach und 10 für das Zweitfach. Mit dieser Vorbereitung im Gepäck sollten Sie unbedingt zu den fachspezifischen Orientierungsveranstaltungen kommen. Hier bekommen Sie noch mehr praktische Tipps und können andere Erstsemester kennenlernen. Informationen und Termine finden Sie auf den Internetseiten Ihrer Institute oder Fakultäten oder auch im Portal hu.berlin/Studienbeginn. Und falls Sie es nicht zu den Orientierungsveranstaltungen geschafft haben oder noch Fragen haben, keine Sorge, es gibt Unterstützung. Die Studienfachberatung und die studentische Studienfachberatung Ihres Instituts sind für Sie da. Auch die Fachschaft, das ist Ihre Studierendenvertretung im Institut, hilft Erstsemestern sehr gerne weiter. Die kennen die Situation aus eigener Erfahrung. Zur fachübergreifenden Orientierung an der HU können Sie Ihre Fragen an Kompass stellen, telefonisch oder per Kontaktformular. Und falls Sie Fragen zum Lehramtsstudium haben, dann ist die Professional School of Education Ihre Anlaufstelle. Das ist die zentrale Einrichtung an der HU, die sich um alle Belange rund ums Lehramt kümmert. Haben Sie konkrete Fragen zu einer bestimmten Lehrveranstaltung, sei es organisatorisch oder inhaltlich? Dann können Sie sich auch direkt an die zuständige Lehrperson wenden. Die Kontaktdaten finden Sie im Vorlesungsverzeichnis. Nun bleibt nur noch eins: an den Lehrveranstaltungen teilnehmen. Die erste Sitzung ist besonders wichtig. Hier wird Organisatorisches geklärt. Sie bekommen einen Überblick über Inhalte, Leistungsanforderungen und Prüfungen. Manchmal werden auch Moodle-Passwörter und Literaturempfehlungen gegeben, Seminarreferate verteilt oder es gibt noch Raum- und Terminänderungen. Natürlich zählt nicht nur die erste Sitzung. Regelmäßig anwesend zu sein ist aus mehreren Gründen wichtig. Zum einen aus didaktischen Gründen. In den Vorlesungen bereiten die Lehrenden den komplexen Stoff für Sie in konzentrierter Form auf. Und in den Seminaren und Übungen wird das Wissen exemplarisch vertieft, gefestigt und praktische Fähigkeiten werden eingeübt. Seminare und Übungen leben davon, dass Sie sich aktiv beteiligen. Aktive Teilnahme, Vor- und Nachbereitung sind auch Studien zufolge die besten Garanten für gute Prüfungsleistungen. Es gibt außerdem eine administrative Seite. Die Leistungspunkte, die Sie für den Studienabschluss erwerben müssen, werden nämlich für die Vor- und Nachbereitung und eben auch den Besuch der Lehrveranstaltungen vergeben. Die Regel dabei ist, sollten nicht außergewöhnliche Gründe vorliegen, kann für eine Lehrveranstaltung kein Leistungsnachweis mehr erworben werden, wenn Sie mehr als ein Viertel der Termine versäumt haben. In besonderen Fällen, wie Schwangerschaft, Pflege von Kindern oder Angehörigen oder bei chronischer Krankheit, sind Nachteilsausgleiche möglich. Wenden Sie sich hierzu gern direkt an die Lehrenden der betreffenden Kurse. Diese und viele weitere rechtliche und organisatorische Fragen, die mit dem Studium zusammenhängen, sind geregelt in der fächerübergreifenden Satzung zur Regelung von Zulassung, Studium und Prüfung. Zu sperrig? Sie können sich auch einfach ZSP-HU merken. Neben Ihrer Studien- und Prüfungsordnung ist das ein weiteres nützliches Dokument. Sie müssen es nicht auswendig kennen, aber es ist gut zu wissen, dass es existiert, falls Sie mal etwas nachschlagen möchten, zum Beispiel zu Teilzeitstudium, Urlaubssemester, Rückmeldung und Studiengangswechsel. Aber auch zur Teilnahme an Lehrveranstaltungen, Nachteilsausgleichen, Wiederholungen von Prüfungen und zur Exmatrikulation. Sie finden die Satzung unter hu.berlin/ZSP. Wir nähern uns dem Ende. Woran sollten Sie noch denken? Zunächst empfiehlt sich ein Besuch auf der Website der Universitätsbibliothek. Unter den angesprochenen Zielgruppen finden Sie eine spezielle Seite für HU-Erstsemester. Dort gibt es eine Übersicht über alle Zweigbibliotheken. Neben den zentralen Universitätsbibliotheken, dem Jakob- und Wilhelm-Grimm-Zentrum in Mitte und dem Erwin-Schrödinger-Zentrum in Adlershof, gibt es die an verschiedenen Standorten. Außerdem finden Sie hier Infos zu Führungen und Tutorials, um sich in der Bibliothek zurechtzufinden, zur Literaturrecherche, zum Schreiben von Hausarbeiten und zu vielem mehr. Wer einen Sprachkurs am Sprachenzentrum belegen möchte, kann sich dazu online anmelden. Infos zu den Kursen und zur Anmeldung finden Sie unter hu.berlin/Sprachenzentrum. Hier immer am besten frühzeitig anmelden, da Sie stark nachgefragt sind. Lust auf Sport? Der Hochschulsport bietet ein attraktives und sehr breites Kursangebot. Die Anmeldung für Kurse ist ebenfalls online möglich unter hu.berlin/Hochschulsport. Auch hier ist es gut, sich so früh wie möglich anzumelden, um einen Platz in den beliebten Kursen zu bekommen. Auch die Orchester, Chöre und die Big Band der HU freuen sich über Nachwuchs. Schauen Sie mal nach den Angeboten unter hu.berlin/Musik. Abschließend möchten wir Sie noch auf weitere Beratungsmöglichkeiten innerhalb und außerhalb der HU hinweisen. Eine Übersicht finden Sie übrigens auch unter hu.berlin/Beratung.
Die allgemeine Studienberatung berät Sie fächerübergreifend bei Orientierungsfragen, studienbezogenen Entscheidungssituationen und bei Studienproblemen. Zum Beratungsangebot gehört auch die psychologische Beratung. Sie ist Ihr erster Ansprechpartner, wenn Sie mit psychischen Belastungen unterschiedlichster Art zu tun haben. Darüber hinaus gibt es Beratung für diejenigen, die mit einer chronischen oder psychischen Erkrankung oder einer Behinderung studieren. Für studierende Eltern ist der Bereich Familiengerechtigkeit die erste Anlaufstelle bei Fragen zur Vereinbarkeit und zum Nachteilsausgleich. Bei spezifischen Fragen zum Studiengang, zur Anrechnung von Studienleistungen und zur Studienplanung kann Sie die jeweilige Studienfachberatung unterstützen. Diese finden Sie im Studienangebot beim entsprechenden Studiengang vermerkt oder auch auf den Websites der zugehörigen Institute und Fakultäten. Sollte es zu Diskriminierungsfällen kommen, können Sie sich vertrauensvoll an den Bereich Antidiskriminierung und Diversität wenden. Neben den hauptamtlichen Beratungen gibt es an der Humboldt-Universität ein studentisches Sozialberatungssystem, das von ihrer studentischen Interessenvertretung, dem Referat, getragen wird. Hier beraten Studierende andere Studierende. Das Angebot umfasst unter anderem eine allgemeine Sozialberatung, eine BAföG- und Studienfinanzierungsberatung, Beratung für internationale Studierende, für Studierende mit Kindern, eine Enthinderungsberatung für Studierende mit Behinderung oder chronischer Krankheit und eine Rechtsberatung unter Hinzuziehung von RechtsanwältInnen. Außerdem gehört zum Referat auch das Semtix-Büro. Hier können Sie in finanziellen Notlagen einen Zuschuss zum Semesterticket aus dem Sozialfonds der Studierendenschaft beantragen. Einen Überblick über die Beratungsangebote des Referat finden Sie unter hu.berlin/Referat-Beratung. Um die unterschiedlichsten sozialen Belange von Berliner Studierenden kümmert sich hochschulübergreifend das Studierendenwerk Berlin. Dazu gehören das BAföG-Amt, ein Hochschuljobportal für studentische Nebenjobs, Mensen und Cafeterien, außerdem Wohnheime und Kitas. Es bietet außerdem verschiedene Beratungen an, zum Beispiel Beratung für studierende Eltern, eine Beratung Finanzierung und Soziales, eine psychotherapeutische Beratung, die Beratungsstelle Barrierefrei Studieren, wo man zum Beispiel gesundheitlich bedingt Inklusionsleistungen beantragen kann, und eine Schreibberatung. Bei Schwierigkeiten mit Semester- oder Abschlussarbeiten können Sie sich hier unterstützen lassen, zum Beispiel in Schreibgruppen. Abschließend möchten wir Ihnen mitgeben, wir wünschen Ihnen viel Spaß und einen erfolgreichen Studienbeginn. Bleiben Sie wissenschaftlich neugierig und sammeln Sie viele interessante Erkenntnisse und Erfahrungen. Und sehen Sie auch schwierigere Phasen als Teil Ihres Lernprozesses. Sie gehören dazu. Nutzen Sie dann zur Unterstützung gern eine der vielen Beratungsmöglichkeiten, die wir Ihnen hier vorgestellt haben. Viel Erfolg!